Die Akademie der Vernunft und Baruch präsentieren die Geschichte Indiens Teil 5. Das goldene Zeitalter und die großen, bis heute wegweisenden Entdeckungen in der Mathematik. Dem Positionssystem, das die Babylonier viele Jahrhunderte später, die Chinesen entwickelt hatten, fehlte immer noch eine Zutat, um daraus ein universelles, vielseitiges und wirklich effizientes System zu machen. Wie wir bereits angedeutet haben, war diese Zutat die Zahl 0. Ein Zeichen, das auf das Fehlen einer Potenz der Basiseinheiten hindeutet. Wer hat die Zahl 0 in ihrer Vollständigkeit erfunden? Es waren die Inder. Wie kommt es, dass dies den Indern gelang und den Griechen nicht, die in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Geometrie, an der Spitze standen und zu Meistern dieser Kunst wurden? Der Grund hängt direkt mit der Tatsache zusammen, dass die Inder die Mathematik zum Zweck der Buchführung nutzten, die Griechen hingegen zum Zweck der Geometrie. In der Geometrie gibt es keine Null, da Längen, Flächen, Oberflächen, Volumen usw. alle aus positiven Zahlen bestehen. Vielleicht sogar sehr kleine. Aber wenn sich die Kugel auflöst, hört sie einfach auf zu existieren. Es ist nicht mehr eine Eigenschaft der Geometrie. Es gab also keine negativen Zahlen und insbesondere keine Null. Völlig anders in Indien. Denn in Indien wurde breit Buchhaltung geführt. In der Buchhaltung gibt es Soll und Haben. Es gibt Kreditoren und Debitoren. Und Null ist nichts anderes als der ausgeglichene Haushalt. Das heißt, die Null zeigte an, dass es weder Kredite noch Schulden gab. Die Bilanz war ausgeglichen. Wie haben die Inder die negativen und positiven Zahlen geschrieben? Sie haben sie mit Farben gekennzeichnet. Sie hatten keine Symbole, so wie es unser Plus und Minus sind, und insbesondere verwenden sie die Schwarz für die negativen Zahlen und Rot für die positiven Zahlen. Wir stellen fest, dass dies genau die beiden Farben sind, die wir auch heute noch verwenden. In unserer Sprache sagen wir, dass negative Zahlen rote Zahlen sind. Wir haben die Farben einfach umgedreht, weil sie konventionell sind und Rot daher für uns zum Symbol des Negativen geworden ist. Aber das Prinzip hat sich seit 2000 Jahren gehalten. Den Indern gelang es zu verstehen, dass ein Bedarf an einem Konzept wie die Zahl 0 bestand, welche das Analogon der Lehre des Nichts identifizierte. In ihrer Philosophie war es unter anderem ein äußerst nützliches Konzept, das zudem sehr zentral war. In der indischen Religion und Philosophie kann das Konzept des Nichts oder der Lehre verschiedene Formen und Bedeutungen annehmen und seine Bedeutung ist in verschiedenen Traditionen und Denkschulen verwurzelt. Einige der Hauptgründe, warum das Nichts als wichtig angesehen wird, sind die Lehren von der Nichtigkeit oder Svapnavada, Illusion der materiellen Welt, als eines der zentralen Elemente im Buddhismus. Tatsächlich bezieht sich der Begriff Svapnavada auf die substanzlose Natur aller Phänomene und die Abwesenheit eines permanenten Selbst. Das Verständnis der Lehre ist von grundlegender Bedeutung, um die Befreiung vom Kreislauf des Samsara zu erreichen. Aber das Konzept des Nichts ist auch im Hinduismus sehr präsent.
Das hinduistische Konzept Maya bezieht sich auf die illusorische Natur der physischen Welt. Maya bedeutet, dass die materielle Welt, auch wenn sie real erscheint, vergänglich ist und nicht die letztendliche Realität darstellt. Das Verstehen der illusorischen Natur der Welt kann zur Suche nach der spirituellen Wahrheit führen. Wir finden das Konzept des Nichts auch im Jainismus wieder. Das Konzept von Sunyata ähnelt dem buddhistischen Begriff der Leerheit. Es bezieht sich auf die Abwesenheit von dauerhafter Substanz oder inhärenter Individualität in allen Phänomenen. Das Verständnis von Sunyata ist unerlässlich, um die Anhaftung an die materielle Welt zu überwinden und die Befreiung zu erlangen, sprich Moksha. Aber wir finden die Idee des Nichts auch in der Samkhya-Philosophie. In ihr sind Purusha, sprich Geist, und Prakriti, sprich Urmaterie, zwei grundlegende Konzepte. Prakriti wird als das ursprüngliche Substrat betrachtet, das die Manifestierung aller Phänomene beinhaltet. Purusha hingegen ist die bewusste, attributlose Entität, die Prakriti passiv beobachtet. Das Verständnis der substanzlosen und vergänglichen Natur von Prakriti kann zu spiritueller Erleuchtung führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Konzept des Nichts oder der Leere in den indischen Religionen und Philosophien die vergängliche und illusorische Natur der materiellen Welt widerspiegelt und das Verständnis dieser Leere wird als wesentlich angesehen, um die spirituelle Wahrheit und die Befreiung aus dem Kreislauf des Samsara zu erlangen. Im Gegensatz zur indischen Spiritualität und Philosophie existierte die Lehre in der griechischen Philosophie nicht. Im Gegenteil, die Natur verabscheute die Lehre. Da das Nichts nicht existiert, wie Parmenides mit tiefgreifenden Folgen für das gesamte griechische Denken postuliert hatte, kann das Nichtsein in der Tat nicht sein. Parmenides und seine berühmten Paradoxien werden Gegenstand unserer näheren Betrachtung sein, wenn wir uns der vorsokratischen Philosophie des antiken Griechenlands zuwenden. So können wir verstehen, dass auch die Entwicklung der Mathematik zum Teil auf die Gewohnheit, auf die Praxis zurückgeht, die aus diesen Begriffen gemacht wurde. Der Umstand, die Mathematik für die Geometrie oder die Buchhaltung zu verwenden, führte in verschiedene Richtungen, aber auch die Philosophie hatte einen direkten Einfluss. Auf diesem kulturellen Humus wurde die Null geboren. Das war die Geschichte Indiens Teil 5. Präsentiert von der Bar Rouge und der Akademie der Vernunft. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.